Hi liebe Moonies und willkommen zu diesem Video. Wenn ich jetzt das Wort Sailor-Kriegerin sage, können sich die allermeisten meiner Zuschauer was drunter vorstellen. Klar, Mädels wie Sailor Moon, die sich verwandeln und gegen das Böse kämpfen. Aber woher kommen die Sailor Senshi eigentlich und wie funktionieren ihre Kräfte? Das schauen wir uns heute an. Ich konzentriere mich dabei auf das, was wir im 5. Manga-Arc erfahren, also Spoilerwarnung. Im Anime ist das Ganze etwas anders. Also, im Sailor Moon-Universum entsteht alles Leben aus dem Galaxy Cauldron. Das ist ein riesiger Kessel im Zentrum der Galaxie. Jedes Lebewesen hat einen Starseed in sich, einen Kristall, der seine Kraft repräsentiert und quasi die Seele ist. Im Cauldron werden auch Planeten geboren und manche davon haben besondere Starseeds namens Sailor Crystals. Diese wachsen gemeinsam mit dem Himmelskörper und daraus entsteht eine Sailor-Kriegerin. Es sei aber zu beachten, dass nicht jeder Planet dieses Glück hat. Viele Planeten wachsen nicht gut und sterben früh. Es ist sogar eher eine Ausnahme, dass in unserem Sonnensystem alle Planeten eine Senshi haben. Kriegerinnen erhalten durch ihren Sailor Crystal magische Kräfte, mit denen sie den Planeten vor Gefahren beschützen können. Übrigens muss es nicht unbedingt ein Planet sein, es kann zum Beispiel ein Zwergplanet, Asteroid, Stern oder Mond sein. Man erkennt die Sailor Senshi am Matrosenkragen, daher auch der Name. Achtet da mal drauf, selbst Kriegerinnen mit ungewöhnlicher Uniform wie Galaxia oder die Starlights haben trotzdem immer einen Matrosenkragen. Die Kräfte können ganz unterschiedlich sein. Feuer, Wasser, Blitze, Zucker, Herzen bis hin zum Weltuntergang. Kein Witz, es gibt eine Senshi, die für den Weltuntergang zuständig ist. Also meistens sind die Kräfte für den Angriff gedacht, es gibt aber auch andere Fähigkeiten wie Schutzschilde, Nebel erzeugen und so weiter. Einige Senshi wie Sailor Moon und Co. müssen geheim halten, dass sie Sailor-Kriegerinnen sind. Deshalb haben sie auch eine zivile Form ohne magische Kräfte und müssen sich immer erst in die Senshi-Form verwandeln. Auf vielen anderen Planeten scheint das nicht nötig zu sein, daher sind die Kriegerinnen dort immer in der Senshi-Form. Manche haben auch in der zivilen Form übernatürliche Kräfte wie Visionen, Heilfähigkeiten oder übermenschliche Stärke. Wirklich effektiv kämpfen können sie aber nur verwandelt. Viele Senshi besitzen Items wie Stäbe oder Broschen, mit denen sie angreifen, sich verwandeln oder andere nützliche Dinge tun können. Ich verstehe das so, dass diese Gegenstände helfen, die eigenen Kräfte zu bündeln und zu verstärken. Außerdem gibt es ein paar Fähigkeiten, die alle Kriegerinnen oder zumindest viele von ihnen besitzen, unabhängig von ihren einzigartigen Fähigkeiten. Zum Beispiel sich teleportieren, Energie auf jemanden übertragen, manchmal spüren sie auch, wenn Feinde oder andere Senshi in der Nähe sind und anscheinend können sie auch Flügel bekommen und damit durch den Weltraum fliegen. Sie scheinen auch generell kein Problem damit haben, im All zu überleben. Aber gegen wen kämpfen die Sailor-Kriegerinnen überhaupt? Zunächst mal gegen alles, was ihrem Planeten oder ihrem Sonnensystem gefährlich werden könnte, meistens feindliche Aliens, manchmal auch bösartige Wesen vom eigenen Planeten und es gab auch schon Senshi gegen Senshi-Kämpfe. Oft haben die Gegner mit den Sternen der Finsternis oder auch Dark Stars zu tun. Diese entstammen auch dem Cauldron und sind sowas wie die Gegenstücke zu den Sailor-Kriegerinnen. Statt Liebe, Licht und Ordnung stehen sie für Hass, Dunkelheit und Chaos. Zu ihnen habe ich aber bereits ein eigenes Video gemacht, wo ich das genauer erkläre. Das werde ich euch verlinken. Den Kampf zwischen Sailor Senshi und den Ausgeburten des Chaos nennt man Sailor Wars. Dieser dauert seit Anbeginn der Zeit an und man kann es als ewigen Kampf zwischen zwei Urmächten betrachten, Kosmos und Chaos. So, aber was passiert, wenn die Feinde doch mal siegen und eine Kriegerin stirbt? Nun, man muss wissen, dass Sailor Crystals quasi unzerstörbar sind. Senshi werden immer wieder geboren. Manchmal früher, manchmal später, mit oder ohne Erinnerungen, manchmal als Baby, manchmal werden sie auch direkt einfach wiederbelebt, je nachdem, wie schnell ihre Dienste wieder benötigt werden. Ob die Wiedergeburt einfach so passiert oder ob jemand wie Sailor Moon diese herbeiführen muss, variiert ein bisschen und ist nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall, solange der Sailor Crystal da ist, gibt es das Potenzial zur Wiedergeburt. Wenn man den Sailor Crystal in seiner Gewalt hat, kann man allerdings verhindern, dass die Senshi wiederkommt oder sogar die Persönlichkeit nach der Wiedergeburt beeinflussen. Galaxia konnte Senshi in einer bösen Version wiederbeleben, kann aber sein, dass man dazu besonders mächtig sein muss. Es ist auch möglich, dass eine Kriegerin endgültig stirbt, aber davon haben wir nur ein einziges Beispiel. Queen Serenity, die frühere Mutter von Princess Serenity, also Sailor Moon.
Gut, wir haben nie eine Kriegerversion von ihr gesehen, aber sie sollte die gleiche Funktion wie eine Senshi haben. Sie ist nicht wiedergeboren worden, sondern hat die Nachfolge an ihre Tochter weitergegeben und Sailor Moon wiederum an ihre Tochter Chibiusa. In ihrem Fall stirbt die Vorgängerin allerdings nicht. Von daher ist es echt schwer zu sagen, wie das normalerweise abläuft und wie gängig das überhaupt ist. Vor allem, da Sailor Moon selbst sowieso ein spezieller Fall ist. Man muss auch dazu sagen, dass dieses ganze Sailor Crystal-Konzept erst spät im Manga eingeführt wurde, weshalb es ein paar Widersprüche zu vorherigen Arcs gibt. Bei Chibiusa scheint es auch so zu sein, dass sie nicht aus dem Cauldron stammt, sondern ganz normal geboren wurde, aber so hundertprozentig ist auch das nicht klar. Aber gut, gucken wir uns doch zuerst mal an, was es überhaupt mit diesem Prinzessinnen-Ding auf sich hat. Sailor-Kriegerinnen repräsentieren ihren Himmelskörper. Man könnte sogar sagen, sie sind eine Inkarnation davon. Und, zumindest in unserem Sonnensystem, sind sie auch alle die Prinzessinnen ihrer Planeten. Jeder hat sogar ein Schloss dort. Außerdem haben die meisten Sailor Power Guardians. Das sind so kleinere Versionen von ihnen selbst, die als Helfer fungieren. Manche Senshi haben auch Tiere als Helfer, wie Raben oder Katzen. Ob generell alle Senshi-Prinzessinnen sind oder nur besonders mächtige, lässt sich schwer sagen. Es kann übrigens sogar sein, wie bei Princess Serenity, dass nur die Prinzessinnenform vorhanden ist und die Sailor-Kräfte noch gar nicht erwacht sind. Es gibt aber noch eine höhere Stufe, nämlich Königinnen, aber davon kennen wir nur 2. Queen Serenity, wie schon gesagt, und Sailor Moon später als Neo-Queen Serenity. Ob das bei anderen auch möglich ist, wissen wir nicht. Als Neo-Queen hat sie wohl keine Sailor-Kräfte mehr, ist durch ihren Silberkristall aber immer noch sehr mächtig. Chibiusa hingegen kann ihre Kräfte sehr lange nicht richtig entfalten. Möglicherweise liegt das daran, dass es eigentlich immer nur eine Senshi pro Himmelskörper gibt, aber das ist nur eine Theorie. Jedenfalls wird Sailor Moon in der mega weit entfernten Zukunft aber wieder zur Sailor-Kriegerin, wahrscheinlich nachdem sie sehr oft wiedergeboren wurde. Was in der Zwischenzeit alles passiert ist und was mit Chibiusa los ist, wissen wir nicht. Also ihr merkt schon, Sailor Senshi können verschiedene Formen haben, wie die zivile Form, die ganz normale Senshi-Form, die Princess-Form und so weiter. Aber da gibt's auch noch Power-Up-Formen, wie die Super-Form und die Eternal-Form. Also erst gibt es halt die normale Sailor Moon, dann Super Sailor Moon und dann Eternal Sailor Moon. Ja, und Super und Eternal sind natürlich stärker als die Standardversionen der Senshi. Und naja, daran erkennt man eben auch, dass die Kräfte mit der Zeit auch stärker werden normalerweise. Bei den Super- und Eternal-Formen verändert sich auch die Uniform. Da Senshi außerhalb unseres Sonnensystems aber andere Kleidung tragen, ist nicht sicher, ob es diese Power-Ups dort auch gibt. Manchen Senshi ist übrigens auch eine bestimmte Aufgabe zugeteilt, zum Beispiel Sailor Pluto muss das Tor von Raum und Zeit beschützen oder Sailor Saturn ist für den Weltuntergang und für den Neustart zuständig. Aber es ist auch möglich, dass sich diese Missionen wieder ändern, je nachdem, was halt gerade am dringendsten gefordert ist. Bei Pluto und Saturn war es halt irgendwann so, dass entschieden wurde, okay, es ist wichtiger, dass die mit den anderen Senshi zusammenkämpfen und denen helfen, also hat sich ihre Mission dann geändert. Kommen wir jetzt noch zum Thema Götter. Queen Serenity sagte nämlich, sie sei die Personifikation der Mondgöttin Selene. Und von Sailor Pluto wissen wir, dass ihr Vater Kronos der Gott der Zeit ist. Also, es ist durchaus möglich, dass es im Sailor Moon-Universum auch die griechischen Götter gibt und dass die Senshi Kinder oder Inkarnationen von ihnen sind. Wir wissen allerdings fast gar nichts darüber. Und zum Schluss möchte ich noch über die Frage sprechen, gibt es männliche Senshi? Eigentlich nicht, aber Mamoru hat eine sehr ähnliche Position. Er ist der Prinz der Erde mit dem Starseed der Erde. Und im Manga muss er sich kräftemäßig definitiv nicht vor den anderen verstecken. Also, er hat mit dem Matrosenthema zwar nichts zu tun und ist kein Sailor-Krieger, aber man kann ihn als männliches Pendant davon ansehen. Damit ist er aber das einzig richtige Beispiel, weshalb man nicht weiß, ob es sowas öfter gibt, scheint aber zumindest selten zu sein. Ich habe die Theorie, dass es daran liegt, dass der zugehörige Mond des Planeten mit Sailor Moon ja bereits eine Senshi hat, aber das ist reine Spekulation. Es gibt zwar auch noch andere Männer mit magischen Kräften auf der guten Seite, wie die Shitenno, die zwar als Mamorus Leibgarde eine ähnliche Stellung wie die Senshi einnehmen, aber nur Erdenregionen repräsentieren und keine Planeten. Man könnte jetzt noch über Haruka diskutieren, denn im Manga scheint ihr Geschlecht ja zu wechseln, also manchmal fühlt sie sich eher als Mann und manchmal als Frau. Also man könnte sagen, dass Haruka manchmal mental ein Mann ist.
Und interessanterweise hatte er sogar bei seinem ersten Manga-Auftritt eine Kombi aus Sailor-Uniform und Umhang und Maske an, wodurch die Mädels ihn erstmal als männlich wahrgenommen haben. Also da kann man sich jetzt eigene Interpretationen dazu ausdenken. In den Musicals gibt es auch noch einen interessanten Charakter, nämlich MC Fly. Dieser gehört zu Galaxia, die ja eigentlich nur Senshi oder Fake Senshi aufnimmt. Und ihm ist als Tier die Fliege zugeordnet, was zum Konzept der Sailor Anima Mates passt, die ja alle nach Tieren benannt sind. Aber diese Figur ist natürlich nicht Canon, von daher sagt er ziemlich wenig aus. Aber ich find's interessant. So, ich hoffe, ihr fandet diese kleine Sailor-Krieger-Theoriestunde spannend und informativ. Es ist schon echt interessant, was sich da alles ausgedacht wurde. Ihr könnt natürlich auch weitere Fragen in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch über einen Like oder ein Abo freuen. Danke fürs Zuschauen, ciao bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.